Wir haben das große Glück, dass wir in beide wirklich innovative Betriebe aufgewachsen sind. Wir sind auch beide so, ich glaube, da passen wir zwei, wir haben sie gefunden, da passen wir beide voll gut zusammen. Solar und Wind zur Energiegewinnung und die daraus folgende Elektromobilität. Ungewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten im Panoramabett, Ackerbau mit Dammkultur, chemielose Reinigung, besondere Verbindung zu den regionalen Produzenten, Plastikvermeidung einen Schritt weiter gedacht und vor allem das gemeinsame Ziel, morgen noch ein bisschen nachhaltiger zu sein als heute. Für mich ist es einfach so, was kann ich jeden Tag 1% besser machen. Es funktioniert auch, weil man macht sich einfach Gedanken drüber. Man wird nicht erschlagen von, boah, ich will jetzt so viel machen, ich habe jetzt so ein Riesenprojekt und ich traue mich nicht drüber, sondern okay, ich mache da jetzt einen kleinen Schritt und ich mache da einen kleinen Schritt. Und das funktioniert. Aufgeben darf man halt nicht, man muss dran glauben. Und dass wir sagen, wir machen dann ein Buffet und was schauen wir da an, wo können wir da wieder Plastik sparen. Dass man nicht sagt, ja, wir haben zum Beispiel die kleinen Joghurtbecher, sondern wir haben das Joghurt im Glasl und wir bringen die Glasl zurück und kriegen wieder Joghurt retour. Es sind so ganz viele kleine Details, das was einfach dann das große Ganze ausmacht. Wenn man will, dass man wieder einsteigt, dass man viel produzieren will, muss man sich den Boden gesund halten. Und das war dann unser Gedanke, dass wir da eher auf den Boden schauen. Der Ertrag, den was der Boden bringt, das wollen wir rausbringen. Das halt so gut wie möglich, dass wir das Ganze wieder weitergeben können an unsere Kinder, an die nächste Generation. Und da gefällt uns die Dammkultur eben sehr gut, dass wir den Boden nur lockern, nicht wenden und das Beste halt, die besten Bedingungen für das Bodenleben schaffen. Und genau dieser, der nachhaltige Gedanke, wird bei der Reisemotivation der Gäste immer wichtiger. Und wer beim Hochhuber-Gut Urlaub macht, erlebt Nachhaltigkeit in mehr Bereichen, als er es vielleicht erwartet. Die Nachhaltigkeit ist für uns so wichtig, weil wir uns als Gäste auf der Erde sehen. Wir sind Gast auf der Erde. Die Natur ist nicht für uns da, sondern sie ist ein Teil von uns. Und wir wollen ja einfach durch das was zurückgeben. Durch das zieht sich eigentlich wirklich unser ganzer Kreislauf, unser Denken um die Nachhaltigkeit. Wie können wir das auch unsere zwei kleinen Kinder weitergeben? Die sollen mit dem gleich aufwachsen. Wie können wir das unsere Gäste weitergeben? Die sollen mit dem Gedanken nach Hause gehen, okay, was können wir auch noch machen? Und das geht uns. Das ist uns total wichtig und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg.